could, no, the rain could. In der zweiten Version kommt die Skywing Bordpalette von Fanatec mit einem ganz minimalistischen Shape-Konzept daher. Ein leicht konvexer Angleitbereich geht über in einen Plan und das Ganze wird gepaart mit doch recht boxigen Rails. Wir haben hier beim Fanatec Skywing 5.2 von den Shape-Merkmalen eine ausgedünnte Nose, sodass die 85 Liter, die das Board besitzt, sich im Wesentlichen auf den hinteren Bereich halt konzentrieren. Man hat auch beim Aufsteigen auf das Brett das Gefühl halt, das Board wäre kürzer im Verhältnis, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Dementsprechend verlangt es für 85 Liter auch ein klein wenig mehr Balancegefühl als bei einem vergleichbaren Bordmodell mit 85 Liter, bei dem dann das Volumen sehr gleichmäßig verteilt wäre. Schauen wir auf das Lösen des Boards beim Aufstiegsverhalten. So haben wir hier gute Werte, die das doch recht schnörkellose Unterwasserschiff mit eigentlich durchgehendem Planbereich und recht boxigen Rails hat aber im Verhältnis, wie eben erwähnt, halt eine kurze Gleitfläche. Dementsprechend löst sich das Board bei aktivem Pumpvorgang gut von der Wasseroberfläche. Dabei ist darauf zu achten, dass man hier auch nicht zu viel Druck auf die Nose gibt, da man sonst halt wieder leichter eintauchen kann. Also man bleibt mit seinem Gesamtschwerpunkt doch mehr im hinteren Bereich, was den Angleitvorgang oder den Aufstiegsvorgang angeht. So lässt sich dann hiermit das bestmögliche Ergebnis erzielen. Grundsätzlich gesehen ist das Ganze für 85 Liter leicht. Das Deck ist insgesamt leicht konkav geshaped, sodass sich hier die Standposition intuitiv wirklich einfach findet. Auch die Fußschlaufenpositionierung vom Setup lässt sich einfach mit den meisten Flügeln, die es am Markt gibt, doch sehr schnell und optimal finden. Wir sind das Board halt hauptsächlich mit einem High Aspect Aero von Fanatec 1250 und 1500 gefahren. Aber da hat man von der Mastposition halt mehr sich im mittleren Bereich hat sich das Ganze abgespielt, sodass halt ein großer Spielraum nach unten und nach oben ohne Probleme noch möglich ist. Also wir haben hier wirklich einen sehr großen Bereich, den das Board von der Range der unterschiedlichen möglichen Flügel abdeckt. Dabei ist noch zu erwähnen, dass das verwendete EVA auf dem Deck hier einen optimalen Grip bietet, aber nicht zu viel Haftung verursacht. Also es ist wirklich optimal und auch die Fußschlaufen sind sehr breit und groß verstellbar und sehr bequem. Schauen wir darauf, wie genau und direkt lässt sich hier das Board steuern. Da ist halt die Kombination aus diesem Volumen, was etwas mehr weiter hinten sitzt, die konkave Deckslinie und auch die nicht zu üppige Breite verursachen hier wirklich das Gefühl, eines deutlich kleineren Boards zu fahren. Dementsprechend fühlt sich das alles hier sehr genau und direkt an. Allerdings ist es nicht zu übertrieben, also es ist nicht nervös. Es bleibt trotzdem stets halt einfach und leicht korrigierbar und deckt so wirklich alle Könnenstufen ab.
Was hier in der Shape-Kombination sehr gut gelungen ist, ist einerseits diese boxigen Rails mit den scharfen Kanten, die zwar für das Aufsteigen und das frühe Aufnehmen von Fahrtgeschwindigkeit verantwortlich sind, so weit verrundet wurden und auch vorne in der Nose halt mit einer leichten Konvexe im Scoop und auch die leichte Verrundung der Bevels im Nose-Bereich, die sorgen dafür, dass es sich halt auch bei einem längeren Touchdown mal überhaupt nicht festhängt und man es immer wieder leicht lösen kann. Also wenn das Board halt eine gewisse Geschwindigkeit nicht völlig unterschreitet, kriegt man es immer wieder mit einem kleinen Kick auf dem Tail wieder ans Laufen. Die konvexe Nose und die leichten Bevels im Nose-Bereich zahlen sich natürlich auch nach Landung beim Springen aus. Man hat hier auch dieses, wenn es mal einen Touchdown von der Nose gibt, trotzdem halt eine völlig weiterhin freie Fahrt. Und die Aufbiegung des Brettes, das ist hauptsächlich aus dem Unterwasserschiff geshaped, zieht das Board auch immer wieder sofort sauber nach oben. Das und mit dem leichten Gewicht eignet es sich deshalb natürlich auch gut zum Springen. Ein weiterer Vorteil der leicht ausgedünnten Nose ist natürlich, dass auch bei sehr starkem Wind das Brett von seitlichem Wind wenig beeinflusst wird. Und es reduziert sich natürlich die träge Masse, die immer am wesentlichsten zum Tragen kommt. Je weiter das Material von einem weg ist, desto mehr macht es sich halt aus bei Manövern, beim Springen, bei allen Anwendungen. Das ist hier gut gelungen. Die direkte und genaue Fußsteuerung, ohne wirklich nennenswerte Kräfte zu produzieren, und auch das effiziente Pumpen, wenn es mal ein bisschen notwendig ist, also um den Flügel zu unterstützen, ist hier ganz leicht gemacht. Man hat halt stets und ständig das Gefühl, halt wirklich ein kleineres Brett zu fahren. Aber auf der anderen Seite hat es halt einfach ein ausreichendes Startvolumen, dass jemand mit 80 Kilo, 85 Kilo mit seinem Körpergewicht ohne Probleme das Ganze als Around-Board für sich auch bei wenig Wind nutzen kann. Und dabei kommen wir dann natürlich schon zum insgesamten Einsatzbereich und zum empfohlenen Körpergewicht. Für Personen von 60 Kilo kann das Ganze hier wirklich auch schon als Einstiegsmodell gewählt werden. Vielleicht auch die eine Nummer größer. Die Palette der Skywing Boards ist eng gestaffelt. Die Shape-Merkmale bis zum 4.8er runter sind und den großen Größen sind alle gleich und konzeptionell halt auch wirklich miteinander vergleichbar. Für ein, wie gesagt, halt Körpergewicht von 80, 85 Kilo ist es hier ein tolles Around-Board, was auch bei widrigen Bedingungen an Seen zum Beispiel, wo halt der Wind mal an, mal aus ist, auf jeden Fall auch mit Spaß genutzt werden kann. Denn wie gesagt, die Kippstabilität reicht auch bei 85 Kilo ohne weiteres aus, um auch mal längere Strecken in Verdrängerfahrt hinter sich zu bringen und zu warten halt, bis die nächste Böe wieder einsetzt. Ansonsten ist es einfach ein wirklich sehr gut gelungenes und etwas sportives Aroundboard für absolut alle Anwendungsbereiche. Die Direktheit bei der Fußsteuerung, das kleine Gefühl am Fuß beim Fliegen ist wirklich toll und auch eine gewisse robuste Verarbeitung. Also wir sind damit ganz schön viel gereist und das Brett hat hier keinerlei wirkliche Schäden davon getragen. Sei es beim Flugtransport oder auch bei der Behandlung vor Ort, gab es hier keinerlei Probleme und keine Schwächen. Das alles spricht mit einem auch doch vernünftigen Preis, der unter 1500 € liegt, hier ganz klar für das Skywing in 5,2er Länge. Dazu kommt noch eine hohe Variabilität, was die Verwendung unterschiedlicher Flügel angeht. Wir können hier wirklich bis zu 1000er Größen mühelos mit dieser Bordgröße kombinieren, aber auch ein 2000er Flügel wird das Skywing 5.2 nicht übel nehmen. Dementsprechend haben wir hier wirklich eine große Bandbreite eines neutralen Trims. Alles in allem ist das Ganze hier wirklich sehr gut gelungen.